Iveco Daily Wohnmobile. Ich fasse es nicht. Hier stehen sie komplett aufgereiht. Ich bin zusammen mit Karl Schlössel. Grüß dich, Karl. Hallo, servus, hallo. Die haben wir gefilmt auf dem Caravansalon. Die Leute haben uns die Bude eingerannt bei German Television, weil wir haben ja ein richtiges Kastenwagen-Wohnmobil mit Heckantrieb, einem großen Motor, einer ordentlichen Automatik hier mit drin. Und das ist die allerneueste Release, das neue Update, was du bekommen hast. Sogar schon mit Leichtmetallfelgen drauf. Ich bin richtig beeindruckt. Es ist ein 35 160 PS. Du sagst aber, der 160 PS, der geht so ab in Verbindung mit der Automatik, das muss man gefahren haben. Oder es muss nicht der 210er sein. Nein, die 160 PS ist das Richtige eigentlich für das Fahrzeug, muss man wirklich sagen. Das ist ja auch schon der neue Iveco, der Iveco 2, die Phase 2. Nicht nur bei uns, sondern das ist auch der Update. Du siehst das zum Vorderen, das ist das alte Facelift. Der Grill ist anders. Der Grill ist anders, die Lichter sind auch innen etwas anders. Armaturenbrett wurde geändert, Achsverhalten und so weiter. Das ist bereits der neue Iveco, komplett andere Generation nach außen, ähnlich wie Fiat Ducato 6, 7, 8. Auch hier verändert. Natürlich der große Vorteil, selbsttragende Karosserie. Das ist der Unterschied zu Fiat, Mercedes, allen anderen. Was heißt das? Die komplette Karosse ist aus einem Stück gemacht. Also kein Leiterrahmen? Kein Leiterrahmen in dem Sinn mehr, sondern das Ding steht quasi komplett alleine. Und wenn du natürlich so ein Fahrzeug fährst, hat es ein komplett anderes Fahrverhalten wie ein normaler anderer Kastenwagen. Deswegen ist natürlich Iveco auch etwas teurer, aber auch unter die Lkw-Fahrer sehr, sehr beliebt. Nicht zu vergessen den Iveco-Service. Der Service, 7 Tage, 24 Stunden, europaweit. Sollte irgendwas passieren, es passiert ja meistens nichts. Es ist so. Der, ich sag mal, große Vorteil hierbei ist der Heckantrieb. Habt ihr die Sperre mitbestellt? Wir haben die Sperren mitbestellt. Du hast eine Sperre mit drin. Hinten, genau. Und dann hast du natürlich den Vorteil, was du gerade angesprochen hast, 7 Days, 24 Hours. Sollte mal was sein, da ist Iveco unschlagbar. Es steht innerhalb von 2 Stunden niemand vor der Tür. Habe ich schon gemacht. Also wir hatten mal einen Fehler, einfach nur eine Sicherung war durchgebrannt. Dann kamen die aus Bitburg angereist nach Trier, haben die Sicherung trotzdem nicht gefunden, aber ich habe sie dann gefunden. Aber sie waren da. Es geht ja jetzt um substanzielle Schäden. Gefahren wäre er ja noch. Also es war so, und das ist ein Preis mit drin. Jetzt sieht man hier eine besondere Version. Das ist ein Hochdach jetzt mit drin. Wie ist denn die Stehhöhe drin? Ist gut? Du hast hier 1,88 Meter als Stehhöhe und aber lass uns doch einfach mal reingucken. Ja, lass uns reingucken. Also schwarz steht ihm gut. Du hast eine schöne Beschriftung drauf gemacht. Die ist ein bisschen heller geworden. Bisschen, ich sag mal, freundlicher. Hinten drauf hast du Berge gemacht. Das Besondere hierbei ist natürlich das Lastverhalten. Der ist vorne ganz leise, der Antrieb ist hinten. Also deswegen war die Sperrenfrage Blödsinn. Aber ich habe sie nur deswegen gestellt, weil wenn beim Fronttriebler, es gibt ja da meistens, der Fiat Ducato ist ja nun mal ein Fronttriebler. Und hier habe ich einen Kardan, einen Hecktriebler, also ein richtiges Männerauto. Ja, Iveco ist wirklich ein harter Bursche, so ist er auch konzipiert vom Möbelbau. Wir bauen hier nicht auf Schickimicki, sondern er ist wirklich auf Reisen, Adventure-Tours und so weiter geplant. Und das Schöne ist, du bist jetzt einer der Ersten, wo es erfährt, es wird 20 4x4 auch im Januar geben. Allrad. Und der ist natürlich nicht ein 4-Matic oder ein Spielzeug, wie man sie normal kennt. 3 Sperren. Ja, 3 Sperren wie ein Unimog. Es ist nichts anderes wie ein Unimog vom Fahrgestell her. Du weißt, was ich jetzt krieg in 2 Wochen? Ja, wir haben vorher drüber gesprochen. Concorde SUV 97 auf Iveco Daily, eigentlich mit der dicken Maschine, muss man sagen. Das ist also klar, der hat mehr Tonnage, das braucht er hier alles nicht. Denn das hier, sind wir unter 3,5 Tonnen? Wir sind unter 3,5 Tonnen. Kann man auflasten hier? Du kannst ihn auflasten auf 3,8 Tonnen. 3,8 Tonnen. So, wir gehen mal hin, denn ihr dürft demnächst mit dem B-Führerschein, das hat mir ein kleines Männlein geläutet, dürft ihr einen 4,25 Tonner fahren, bis zu 4,25 Tonnen. Was ich cool finde, ist, wenn man die Aufkleber abmachen würde, dann wird er jetzt DPD draufschreiben. Er ist sehr unauffällig, da müsste man nur noch die Markise abmachen. Man kann ihn ja, wenn man will, könnte man ihn sogar ohne Aufkleber mit Markise kriegen, ohne Markise. Da kann man drüber reden, Stealth Camping, das große Thema. Ja, viele haben wir, sehr, sehr viele. Du siehst, wir haben auch die Fenster, wir haben jetzt die Originalfenster drin von Iveco. Die Busfenster. Auf beiden Seiten. Das heißt, der ist nicht erkennbar. Wenn ich das nicht will, dann sieht man es nicht. Genau, das haben wir von den Kollegen vom Vorgok gelernt, die ja auch mit den Originalfenstern arbeiten. Die Vorgänger Phase 1 hatten ja noch die Dometic-Fenster
Und hier sind wir natürlich jetzt bei den Werksserienfenstern, was natürlich auch irgendwie schicker aussieht. Warte, ich gehe mal kurz, wir gehen aber erst nach hinten. Ich will nur mal gerade das Fenster zeigen. Also das Originalfenster ist drin. Würde man hier vorne vielleicht noch eine kleine... Ja, es gibt ja da so Formteile, die man anbringen könnte, dass das oben dann noch verdeckt wäre. Da müssen wir mal mit dem Bauer sprechen, der hat ja oben eine Reling drauf. Und da könnte man was machen. Und dann hätte man einen echten Stealth-Camper. Was ich auch geil finde, ist die Energieeinspeisung. Ihr habt die neue DEFA-Steckdose mit drin, die man aus dem Bootsbau kennt. Sieht man natürlich fast nicht. Die ist ganz klein, ist natürlich auch zugelassen. Da gibt es immer die Diskussionen. Das ist eine EU-Steckdose, die fast jeder Hersteller jetzt auch in Italien, Spanien, Frankreich benutzt. In Deutschland haben wir immer noch die großen Stecker drin, was ich leider immer noch so sehe. Ja, aber die ganzen Krankenwagen haben das ja. Ja, also, genau. Dann ist diese Steckdose sehr beliebt in Skandinavien, denn dort kannst du dir als Lkw-Fahrer nämlich die Standheizung anschließen. An jeder Tankstelle kannst du das machen, damit dir die Kiste nicht einfriert. Hier hinten sieht man natürlich schon, da sind Seitsfenster drin, das heißt richtige Qualität. Und ist das hier dieser Hersteller, der auch die Krankenwagen baut? Ja, die bauen Krankenwägen. Das ist einer der größten Krankenwagenhersteller der Welt. Die sind in 13 verschiedene Länder. Wir kennen uns seit gut 20 Jahren. Wir haben dieses Projekt angefangen und läuft sehr, sehr gut. Auch in Spanien, Portugal, Frankreich, Deutschland. Es ist eine robuste Technik, es ist ein robuster Möbelbau. Wir wollten hier bewusst nicht auf viele Farben und Lederchen hier und Lederchen da, sondern kein Bling-Bling, sondern zweckmäßig. Zweckmäßig und natürlich von der Technik her hoch ausgerüstet, von der Dieselheizung, Durchlauferhitzer, Solaranlage, Lithium, Kompressorkühlschrank. Wir haben im Prinzip ja alles an Bord. Ich kann es ja ruhig sagen, also weil der Stefan baut ja keine Kastenwagen, ja. Es ist so ein bisschen Bimobil-Look, den ich da habe und das kommt bei den Leuten sehr gut an. Weniger ist mehr. Man kann ja hier noch einen Priel-Aufkleber draufkleben, wenn man es unbedingt haben will. Ja. Oder was weiß ich, noch irgendwas drauf machen. Aber man sieht auch hier der Unterbau, das ist alles Aluminiumprofile, ja. Das ist zweckmäßig, man kann es ausbauen. Ne? Man kann das ausbauen, man kann sich das Ding ja auch selber aufhübschen, was man möchte. Das ist ja immer im Geschmack des Betrachters. Es gibt auch große Vermieter, zum Beispiel in Spanien, Portugal, die haben 150 Stück mittlerweile laufen im Einsatz. Hier in Deutschland fangen auch viele Vermieter jetzt damit an, weil es anderes Reisen ist, weil es ein Iveco ist, weil es ein anderes Fahrgefühl ist. So, das sieht man hier. Bitte heb mal hoch. Also mal kurz noch drunter gucken. Das sieht man hier jetzt. Das Ganze ist ausbaubar. Das ist richtiger Möbelbau. Klavierband eingelassen. Das ist für mich immer so ein Qualitätsmerkmal. Da guckt ihr mal an. Das ist innen drin. Das ist so gut gemacht. Guck mal, die ganzen Einlässe. Sag mal, ist das dieses Krankenwagenmaterial, was so extrem leicht ist? Ja, das ist alles aus der Krankenwagentechnik. Sei es jetzt der Möbelbau, kommt aus den Krankenwägen. Das ABS-Material, die Formmaterialien, die hier drin sind, sind aus den Krankenwägentechniken also für die Ewigkeit, oder? Für die Ewigkeit sind richtig stabil. Du kannst da auch dagegen schlagen. Im Psycholook, was auch immer. Es ist abwaschbar, es ist problemlos. Auch die Kanten alles. Also gedacht ist das hier wirklich für eigentlichen gewerblichen Einsatz, oder? Ja. Darum ist das Fahrzeug natürlich ja bei Vermietern sehr, sehr beliebt, weil das Ding natürlich für die Ewigkeit gebaut ist. Okay, habe ich verstanden. Also hinten Trittstufe selbst drin, was ja ganz selten ist, was auch sehr praktisch ist. Du kannst mir die Flügeltüren aufmachen. Du kannst auch hinten, das ist richtig cool, auch einen Roller draufstellen, weil durch den Heckantrieb ist natürlich die Hauptlast auf der Hinterachse. Habe ich hier Zwillingsbereifung oder Einzelbereifung? Du hast eine Einzelbereifung, aber hast auch 3,5 Tonnen Anhängelast. 3,5 Tonnen Anhängelast. Da gibt es natürlich nicht viel am Markt. Außer du fährst eine Range Rover oder eine G-Klasse oder was auch immer, dann hast du auch 3,5 Tonnen. Aber ja, oder noch ein T6.1. Ja, genau. Aber da auch schon nicht mehr alle. Aber nicht alle. So, und das ist zentral eigentlich alles? Das ist Zentralverriegelung komplett vom Fahrzeug. So, die Fiamma-Außenleuchte, auch da habt ihr eine richtig helle LED-Leuchte. Eine richtige Außenkrankenwagenbereich. Also die ist richtig hell. So, da hast du noch eine Lampe, die ist original mit drin. Die Rückfahrkamera, die ist schon mit integriert. Die ist mit integriert, kommt auch direkt von Iveco mit in dem Fall. Ist nämlich das Original-Navigationssystem, was hier mit eingebaut ist. Und das können wir uns nämlich hier angucken. Das kommt. Preis hier, wie er hier steht, ungefähr. Wo liegen wir? Wir liegen im Moment noch bei 84. 84.000 deutsche Euro inklusive Steuer. Inklusive Steuer und inklusive der ganzen Ausstattung vom Kompressorkühlschrank über Dieselheizung, über alles. So, jetzt gucken wir uns das Cockpit mal an. Du hast die Luftfahrer-Schwingsitze. Nee, die haben wir nicht, oder?
Guck nach. Echt, hast du die bestellt? Die kriege ich nämlich jetzt auch. Warte mal, ich setze mich mal hin. Da müsste es ja eigentlich ein bisschen federn. Ich mach das mal gerade. Ja, sind eingebaut. Du Sack. Hast du echt den Kompressor drin? Ja, natürlich. Du hast die Luftfedersitze. Ja, natürlich. Das sehen viele Leute nicht. Das sind halt einmal 3.800 € mehr, wenn du sowas Ich habe es gerade bezahlt. Deswegen. Ja, siehst du. Dann, was uns auch aufpreispflichtig ist, die Automatik, die ist aufpreispflichtig. Das Lederlenkrad hast du nicht bestellt, das habe ich bestellt. Aber das muss man auch nicht haben. Das ist, dafür hast du das Multifunktionslenkrad mit drin. Das kenne ich schon. Dann 160 PS sind aufpreispflichtig. die 160 PS. Jo. Das Navi ist original, das funktioniert uns ganz hervorragend. Ist übrigens so identisch verbaut in den Jeeps. Die haben auch diese Navigationssoftware mit drin und gibt es da schon ewig. Der hat die City-Steuerung, besonders leichtgängig, kennen wir ja aus den anderen. Und ja, dann eine Klimaautomatik hier mit drin. Eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik ist hier mit drin. Also das ist auch schon verbaut. Ich bin beeindruckt. Verdunklung vorne, was habt ihr hier? Es gibt entweder Vorhang oder es gibt klassische Rollos. Wobei die meisten Leute die Vorhänge wählen. Ansonsten meine Empfehlung ist, guck mal bei Project Camper nach. Das ist mein persönlicher Tipp immer, wenn man Stealth Camping macht. Die sind nämlich nicht silber, kommen aus Hamburg. Kennst du die? Nee, kenn ich Die ist unvorstellbar. Die machen Spezial, habe ich mir gerade jetzt wieder bestellt für ein anderes Fahrzeug, für einen Ford. Und die machen die aus Magnet und gehen binnen 5 Sekunden, also richtig toll. Die Verarbeitung hier, man sieht das hier sehr, sehr schön. Du hast ein Alu-Eck-Profil hier drin. Das hält auch dieses Material. Dieses Krankenwagenzeug, das ist so, ich habe ja ein Video gedreht bei einer Firma, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber die baut Krankenwagen und da ist das eingebaut. Und das ist unkaputtbar. Das ist so ein spezielles Schaumstoffmaterial. Ich glaube, das Holz außen ist nur Dekor, innen drin. Also das Ding hier, was am Material drin ist, ist einfach unkaputtbar. Das muss man wirklich sagen. Über Design, Farben und so weiter, Spiegelchen hier, Spiegelchen da, Deko, kann man hier alles nachträglich machen. Das ist eine andere Geschichte. Wir wollten ein Fahrzeug, das sehr robust ist, das im Prinzip härteste Einsätze übersteht und das ist uns recht gut gelungen und ist natürlich auch Verkaufsrennen, das muss man ganz ehrlich sagen. Allrad kommt, oder? Allrad nur 20 Stück für Januar, mehr wird es nicht geben. Mehr hat uns Iveco nach über 2,5 Jahren jetzt erstmal zugesagt. Gut, dann nehme ich einen von dir, okay? Okay, ich nehme dich beim Wort. So, nehmen wir. Haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja, ich wollte ja schon immer einen haben und du hast dann gesagt, naja, wird kommen. Also einen kriege ich, den werde ich auch übernehmen und den nehme ich sofort. Es ist so. Preislich wird er wahrscheinlich so 15 mehr? Nein, 35 bis 40 mehr. Gut, nehme ich trotzdem. Ist eine gute Anlage, denn du kriegst im Moment keine Allrad. Das ist so. Also wenn ihr die haben möchtet, meldet euch. 3 Sperren, der große Motor? Große Motor. So, 210 PS dann, ne? Selbstverständlich. So, dann eine Autotherm mal 2. Ihr habt nämlich einen Waterheater und ihr habt die Heizung reingemacht. Wer sich auskennt, Autotherm aus Russland, kann man ja offen sagen. Werden jetzt viele kommen und werden sagen, naja, wie kann man nur sowas einbauen? Ist der Weltmarktführer für Standheizungen auf dem Weltmarkt gesehen. Also es ist auch heute noch ja. Produzieren in mehreren Ländern, in der Türkei, in Libyen, USA sogar. Also wo die natürlich jetzt produziert werden, wissen wir nicht, aber die bauen natürlich in der Türkei, ist ja klar. Natürlich, okay. So, das ist, machen wir mal so, der Dometic-Kühlschrank von beiden Seiten zu öffnen. Natürlich. Wann kommt die 4x4? Januar. Januar, okay. Sind noch nicht im Sale. Also unsere Händler wissen auch noch nicht Bescheid. Die werden es wahrscheinlich über dieses Video von dir wieder erfahren. Aber die werden natürlich ruckzuck weg sein. Wir haben pro Händler gedacht, vielleicht einen oder einen halben. Jetzt kriegt ein Händler einen weniger. Ja, das ist das Problem. Ja, ist schon passiert. Die Sitze, die sind vom Look her Automotive. Der Sitzbock, das ist alles Krankenwagen, oder? Das ist alles Krankenwagen. Mach mal hier auf, bitte. Das ist, ich bin so beeindruckt von der Qualität, weil wenn das Material ist, was ich glaube, was es ist, was wir auch eben gesehen haben mit diesem blauen Innenkern. Du siehst auch hier zum Beispiel richtige Scharniere drin, also nicht irgendwie dieses billige Plastikzeug, sondern die kannst du individuell einstellen, wie die Zugwirkung auf dem Schrank ist, damit die auch während dem Fahren nicht diesen Klappereffekt haben. Dass sie zubleiben. So, und dann hast du Leselampe hier mit drin. Die Heizung ist natürlich eine Dieselheizung, das finde ich auch wichtig.
Bitte, wolltest du was sagen zum Tisch? Auch wieder Mineralsteinplatten, überall Arbeitsplatten, überall das Gleiche natürlich. Auch wieder gebaut, damit du was Hartes draufstellen kannst. Was ich geil finde, ist, das hier ist ein echtes 4-Personen-Fahrzeug. Das bedeutet, das ist natürlich ein Hammer. Das heißt, du hast, damit diese Tür sich nicht verzieht, eine richtige Spannung hier draufgelegt, die sich nachspannen lässt. Ja. Das heißt also, für welchen Einsatz auch immer oder Temperatur oder Feuchtigkeiten, weil wir haben die Erfahrung gemacht, es waren viele in Feuchtgebieten unterwegs. Wir hatten auch die ersten Fahrzeuge, die in Thailand, in sehr feuchten oder in Vietnam waren 2 Kunden unterwegs. Das Einzige, was wir reklamiert haben, im Großen und Ganzen, war mal diese Tür, dass sich die leicht verzogen hat. Dann sind die Konstrukteure gleich auf die Idee gekommen, okay, kein Problem, egal wo du hinfährst, du kannst die Tür jederzeit nachspannen. So, und jetzt kommt eine Besonderheit. Ihr habt das große CBE-Panel eingebaut. Du kriegst in Italien ja auch viel kleinere, aber das ist jetzt Premium pur. Das ist Premium pur, weil du sollst eigentlich immer über dein Fahrzeug und den Zustand Bescheid wissen. Und es hat natürlich den Vorteil, du kannst viel nachrüsten und du kannst auf dieses Panel noch viele Funktionen extra legen. So, jetzt habe ich glaube, ich habe so langsam verstanden, was du willst. Insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Scharniere hier drauf. Habe ich verstanden. Die Nasszelle, die hat aber jetzt mal den Ort Nasszelle auch verdient. Das heißt, dieses Material ist ja unverrottbar. Ja. Das heißt, das kann auch nass werden. Das spielt gar keine Rolle. Du kannst tagelang duschen drin, was immer du willst. So, und damit es nicht reinregnet, haben die unten so eine kleine Leiste drauf gemacht. Da kann das Wasser erst gar nicht raus. Exakt. Und selbst wenn, passiert ja nichts. Es ist ja unverrottbar. Also wir haben natürlich von Phase 1, den ersten, was du damals gefilmt hast, zur Phase 2 sehr, sehr viel dazu gelernt. Das Video ging ja ab wie durch die Decke. Hast du ein paar verkauft deswegen? Ja, die waren nach 4 Wochen war eine komplette Serie fürs ganze Jahr verkauft. Du denkst dran, ich habe den vor 2 Jahren schon angekündigt, den 4x4, dass ich einen möchte. Ich weiß. So, und über den Preis wären wir uns ja einig, oder, Karl? Natürlich, so. Also hier haben wir einen fetten Spiegel. Auch hier hast du einen Designspiegel aus dem Hause Lafur gewählt. Nee, das ist einfach nur ein Spiegel. Es ist einfach nur ein Spiegel. Spieglein an der Wand. Ist das Sven der schönste im ganzen Land. Also ich glaube, ich habe es verstanden. Sag mal, die Tedford-Kassettentoilette, die leerst du nach innen? Die leerst du nach innen, weil natürlich durch die bauartbedingte Geschichte vom Iveco mit dem Rahmengestell, was drin ist, wir diese Wand an der Stelle nicht cutten können und wollen. Wird man nämlich Stabilität verlieren. Hat da einer schon mal reingejüngt in das Klo? In das hier? Ja. Hier wahrscheinlich nicht. Nicht, nee. Dann zeigen wir mal, wie es rausgeht. Weil ich will dich ja nicht nötigen. Sag mal hier guck mal hier, dieses Rost, ist das dabei? Das ist mit dabei. Ist dabei, also nicht aufpreispflichtig. Nein, alles was ist dabei, so. Das heißt, hier ist jetzt die Kloöffnung. Genau. Und dann? Da kommt ja keine Soße raus, sondern das... Genau, du ziehst das ganz normal raus, wie bei allen anderen Fahrzeugen und entleerst das. Ich wollte nämlich schon immer mal die Toilettenöffnung innen haben. Ganz ehrlich, da habe ich von geträumt. Aber ganz ehrlich, für die Leute, die das Auto kaufen, ja, ich habe ja auch einen erlebt, der das bei dir gekauft hatte, der ist mit einem Strahlen hier rausgelaufen. Du kriegst nämlich, kennst du irgendeinen Hersteller, der Iveco Daily Kastenwagen in Serie baut als Wohnmobil? La Marca? Aber du kennst sonst keinen und du kennst ja viel. Es gibt niemand. Iveco spielt da nicht mit. Iveco spielt da ein gewaltiges Wörtchen mit, wen und was sie beliefern. Und wir sind einer der wenigen welche. Gut, verstanden. Also, dass wir das haben. Kommen wir mal aufs Thema Kochen. Wir haben ein Kochfeld von Dometic drin, 2 Flammen Kochfeld, inklusive, das ist Standardware. Das ist Standard. Ist ganz hervorragend, das Kochfeld, denn du kannst abwaschen in das Spülfeld. Wassertank, was kann er? 100 Liter, 100 Abwasser, reicht also also voll aus. Klassiker. Dann gehen wir mal noch mal ganz kurz auf die Schubladen ein und die Schränke, dass wir das einmal gefilmt haben. Das ist ein kleiner Kleiderschrank. Da hast du Schubladen, ganz normal. Auch hier wieder Krankenwagen. Auch wieder jetzt mit Softclose, hatten wir vorher nicht. Okay. Jetzt ja. Da fehlt ein Knopf. Da fehlt ein Knopf. So, der kommt noch. Und hier hast du... Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Und das Ganze ist sogar hier in der Ausführung für 4 Personen. Hier hat man sogar die Küche verfließt. Guck mal, Karl. Ja, da haben die Leute... Das war eine lange Frage, was machen wir da rein? Und der Kunde von uns hat gesagt, hey, guck mal, ich habe das bei mir so gemacht.
Dann haben wir unsere Kunden gefragt, wie findet ihr das? Und jeder hat gesagt, ach, das ist mal was anderes, das sieht schick aus. Ich bin gerade an dem Drehknopf von meinem Gimbal gekommen, also nicht wundern da draußen. Dann hier, guck mal, das Profil von oben nach unten in Aluminium. Wenn du da dran stößt, da oben ist es nochmal verfugt. Also es sind alles so Kleinigkeiten. Also das ist sauber gebaut. Für die Kohle, Karl, Ja. ganz ehrlich, da reden wir nicht von keine 150.000, keine 140.000, keine 130.000. Wir reden hier bei 84.000 Euro im Moment. Brutto. Im Moment brutto, so wie er da steht. Und da muss man ehrlich sagen, für ein Iveco ein richtig fairer Preis. So, und das Ganze in der Ausführung für 4 Personen. Richtig. Bis zu 4 Personen, kein Thema da drin. So, wir sind hier in Landsberg am Lech. Das Ganze drehen wir am 1. April 2023. Es ist kein Aprilscherz, sondern dieses Angebot ist real. Ich rutsche nicht aus. Ich bin mal vorsichtig, wenn du das sagst. Dann ist mir nämlich in der Yacht passiert, die war so glatt, der Boden, dass einer sagte, rutscht nicht aus. Und ich so, haha. Nee, du weißt warum, in der Yacht ziehst du immer die Schuhe aus. Du bist mit Strümpfen unterwegs. So, und das war wie eine Eisbahn. Ja, ich kenne das. Gott. Auch schon gelegen. So, und das ist die neueste Version, die wir hier sehen. Was ist der neue? Sag mal, ist das Material hier an der Seite oder ist das nochmal? Nee, da ist eine Leiste drauf. Da ist Gell? eine Leiste drauf. Genau. Ist aber kein Holz. Das ist kein Holz. Sehr schön. Also, viel gelernt. Immer noch so schlau wie jetzt. Und hier stehen wir vor einem Lamarca. Name von dem, wie heißt der? Das ist der Lamarca Iveco 2. Lamarca Iveco 2. Und das Ganze im Januar 2024, dann 19 Stück auf 4x4. 19 Stück, 4x4. Ich habe den einen schon weg. Den einen hast du schon weg, den kriege ich nämlich. Und das ist wirklich sensationell. Karl Schlössel, ich danke dir ganz herzlich, dass du mir das gezeigt hast. Danke fürs Kommen, danke für dein Ich danke dir. Tschüss, tschüss, ciao.